Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei uns auf dem Böker YouTube-Kanal. Erneut zu Gast bei uns Maxi Hensch von der Altona Silberwerkstatt bzw. Knife Lounge. Ich freue mich. Wir haben heute was ganz Besonderes mitgebracht, denn wir haben mal wieder ein Produkt zusammen entwickelt. Und wir wollen euch nicht lange auf die Folter spannen, sondern das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Wir haben gemeinsam eine Pouch entwickelt. Nicht irgendeine Pouch, sondern eine Pouch mit vielen Features. Und das haben wir auch nicht alleine getan. Wie gesagt, nicht nur wir von Böker mit Maxi, sondern ganz wichtig, Maxis Freund Axel war wirklich ganz intensiv an der Entwicklung beteiligt, hat uns da mit seiner umfangreichen EDC-Erfahrung unterstützt und haben wir viele Ideen von ihm mit einfließen lassen. 2 Jahre ist es her, wir waren Pizza essen. Die Pizza war mega. Und dann haben wir gedacht, was machen wir jetzt? Ich glaube, wir waren irgendwie 8 Leute am Tisch. Wie soll die perfekte Pouch aussehen? Und ich glaube, wir haben es geschafft. Ja. Ich finde es mega. Wollen wir reingucken? Ja, definitiv. Ihr seht vielleicht schon, und darin liegt auch der Name begründet, das Ding ist wirklich super kompakt. Und wie ein ordentlicher Hamburger ist das Ding auch ordentlich hoch geworden. Also das ist hier eher so ein Double Burger als ein einfacher. Deswegen, wir haben uns mal den Wortwitz uns bedient. Wir nennen sie Hamburger Pouch natürlich auch aufgrund deines Wohnsitzes oder des Orts der Knife Lounge in Hamburg. Ja, aber jetzt gehen wir mal rein. Was haben wir uns dabei gedacht? Genau, also das Wichtige war natürlich, dass es gibt keine Pouch in dem Sinne, zumindest damals nicht, die im europäischen Markt halt so genial ist. So, was wir brauchen, ist ganz wichtig, ganz viele Patchflächen, weil wir nämlich Patches lieben, richtig. Ja. Vorne, hinten. Genau, beidseitige Patchfläche und man macht es auf, man sieht es auch. Patchfläche. Drin auch nochmal eine Patchfläche. Ja. Ihr habt viele Möglichkeiten, Sachen reinzulegen, und befestigen. Das heißt auch hier, ich glaube, wir packen die mal aus, ne? Ja. Wir haben hier ein Pflegeöl, dann haben wir hier eine Taschenlampe. Und ihr könnt es natürlich jetzt auch hier, wenn ihr mögt, ach komm, heute ist mir mal nach quer einsetzen, geht das auch. All diese Sachen. Und dann haben wir hier noch, die Sache ist ja, die Sachen sollen nicht zerkratzen. Ne? Das ist ja gerade auch, wenn wir teure Sachen dabei haben, immer das Problem. Also was macht man? Man legt immer noch ein Tuch rein. Ein Tuch ist immer so ein bisschen sperrig, guckt raus, kann verrutschen, ne? Beim Zumachen auch nochmal kann verrutschen. Das heißt doch wieder Metall auf Metall. Gegenstände können verkratzen. Ja. Deswegen haben wir gedacht, wir machen es besser. Genau, also ich weiß noch, wir saßen beim Pizzaessen und Axel so, kennt ihr noch diese alten Federtaschen in der Schule? Du klappst die auf und dann gibt es noch mal was zum Aufklappen. Ja. Und das war, liebe Grüße an Axel, das war so, wow, das wollen wir, das ist genial. Und das ist für uns hier quasi wieder multifunktional. Warum? Denn wie gerade schon beschrieben, einmal die Schutzfunktion, dann zu sagen, wir haben die Patchfläche von beiden Seiten. Also das heißt auch, ohne Patch macht das Ganze Sinn. Wer aber den Platz hat, der kann dort gerne auch nochmal so als spezielle Patch-Storage benutzen. Und jetzt kommt der eigentliche Clou. Nicht jeder steht drauf, nicht jeder braucht es. Ja? Es macht natürlich die Pouch ein bisschen dicker und deshalb, was haben wir, beziehungsweise Axel, sich einfallen lassen? Das Ganze ist herausnehmbar. Und das Ding war auch in der Produktion oder in den Prototypen nicht ganz so einfach umzusetzen. Ja. Aber wir haben es geschafft, das finde ich, also wie ihr das gemacht habt, mega. Ja, deswegen, also da haben wir wirklich jede Menge Prototypen gemacht, haben immer wieder kleine Veränderungen vorgenommen. Vielleicht ein paar Specs. Wir haben 500D. Ist das Nylon? Condura? Condura, Entschuldigung. Ja. Condura. Also Nylon, ja. Genau, es ist ja Nylon verwendet. Das merkt man, also das Material hat eine vernünftige Festigkeit, ohne jetzt zu steif zu sein. Das heißt, wir haben wirklich die Möglichkeit, wenn wir die Pouch wirklich bis zum Rand vollpacken, trotzdem auch das Material entsprechend ein bisschen zu dehnen oder letztendlich, dass es sich flexibel den Aufbewahrungsgegenständen anpasst. Eine Sache müssen wir sagen, die ist jetzt nicht für große Messer geeignet. Also das ist schon wichtig, war, dass sie wirklich auch so ein bisschen das Format eines Hamburgers hat. Dein Kanü passt hier super rein. Ja. Das ist hier drin. Dann haben wir hier noch einen Bitdriver drin. Und der kleine, das ist der KitKat 45, ne? Ja. Der passt hier rein. Das heißt, das muss man schon sagen, wir haben ganz bewusst mit einer kleinen Pouch
begonnen. Das wird sicherlich nicht auch die letzte Pouch bei uns im Sortiment sein, aber ein normaler Pen oder ein Full-Size-Folder passt nicht rein, genauso wenig wie ein EDC Fix. Weder das Barlow BFF noch ein AK1 passen hier rein, aber ihr könnt euch vielleicht vorstellen, in welche Richtung dann vielleicht ein weiteres Projekt geht. Hast du gesagt, es gibt ein weiteres Projekt? Ich freue mich. Gerne. Letztendlich sind wir natürlich auf euch angewiesen. Das Ding muss natürlich vernünftig laufen, aber ich bin sehr optimistisch, dass das, was wir hier gemeinsam konzipiert haben, wirklich was für viele EDC-Freunde ist und doch sehr viele Eigenschaften in wirklich einer kleinen, kompakten Lösung vereint. Thomas, ich habe dir hier ganz wichtig noch was eingepackt. Passen auch immer noch Bonsche rein. Also du hast hier genug Möglichkeiten, noch Nervenlagen zu verstecken, was ja auch sehr wichtig ist. Und was wir auch noch haben, was uns auch von Anfang an wichtig war, dass ihr die Tasche leicht abschließen könnt. Das heißt, ihr habt auf der Rückseite zusätzlich nochmal einen Reißverschluss. In den Reißverschluss drin habe ich jetzt ein Schloss eingetan, das ihr natürlich an jeder Ecke bekommen könnt. Und passt mal auf, ihr könnt jetzt die Tasche hier abschließen. Und da gibt es echt andere Systeme, da friemelst du dir einen ab. Und was ich gut finde, den Schlüssel davon kannst du wieder in den Reißverschluss reinlegen. Der von außen dann erreichbar ist. Ja. Genau. Das Besondere beim Schloss, anders als vielleicht bei unserer kleinen Messertasche, die bei uns im Lieferumfang enthalten ist, haben wir uns dagegen entschieden, 2 Reißverschlüsse, die letztendlich überlappen und die man dann rumziehen kann, zu verwenden, sondern es bleibt bei einem einfachen Reißverschluss, der dann hier durch eine kleine Schlaufe gesichert wird, hält trotzdem absolut zuverlässig, super Bedienung. Ist platzsparend, ganz genau. Von daher lässt es sich hier auch in einem oder als geschlossenes Verhältnis entsprechend definieren. Ja. Auf der Kopfseite haben wir ganz dezent in einem schwarzen Stick die Logos von Böker und von der Knife Lounge untergebracht. Also es ist wirklich ein gemeinsames Projekt, was sich letztendlich auch auf der Verpackung widerspiegelt. Diese Pouch wird jetzt verfügbar sein. Bevor du darauf eingehst, also wir haben uns auch lange mit dem Preis überlegt, was wird das wohl kosten? Oh mein Gott, wir wollen so viel, ne? Und dann noch ein extra Inlay. Ja. Und was ihr da auf die Beine gestellt habt, mega. Also ich freue mich, dass wir den Preis haben, den du gleich sagen wirst. Ja. Also hätte ich um einiges teurer gedacht. Ja, also die Pouch wird für 31,95 € verfügbar sein und das sogar ab sofort. Also wenn das Video rauskommt, dann ist die Pouch schon verfügbar, auf jeden Fall bestellbar und wird auch in Kürze ausgeliefert. Deswegen nicht zu lange warten, greift zu. Wir hoffen zwar, dass wir genug im Vorlauf haben, aber wir sind davon überzeugt, dass das wirklich ein Produkt ist, was unsere beide Sortimente halt wirklich nachhaltig bereichert. Ich lieb's. Ich liebe es jetzt schon. Ja. Genau, ich ebenfalls. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ab jetzt nie mehr ohne Pouch aus dem Haus. Und ansonsten, wie immer, den Kanal gerne liken, kommentieren, abonnieren. Und ich würde sagen, wir verlosen unter allen Kommentierenden sogar 5 Pouches zur Feier des Tages. Das heißt, schreibt in die Kommentare, wie euch die Pouch gefällt. Ja. Und vielleicht gehört ihr zu den glücklichen Gewinnern. Das war's von uns. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao. Tschüss.